Ja moin, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr YAML mit PowerShell verarbeiten könnt. Also falls ihr YAML nicht kennt, beziehungsweise YAML, das steht für YAML Ain't Markup Language und ist eine Sprache, um Daten zu serialisieren in einer Form, die im weitesten Sinne durch Menschen lesbar ist. Und diese YAML-Daten, die wiederum, die können dann in anderen Sprachen auch wieder verwendet werden, also in verschiedensten Programmiersprachen und Projekten und unter anderem auch in PowerShell. Und einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, so what? Also, was soll ich jetzt mit YAML in PowerShell? Aber ich glaube, ein paar andere werden sich denken, ach, ja klar, cool, kann ich jetzt auch in PowerShell verwenden. Also, wofür wird YAML sonst verwendet? Also ganz viel in Infrastructure as Code Geschichten, DevOps, CI/CD Pipelines und auch teilweise einfach als ganz normale Art und Weise, wie Konfigurationen für beliebige Programme abgespeichert werden können. Und das heißt, ihr könnt PowerShell also verwenden, um zum Beispiel YAML-Dateien programmatisch auszuwerten, um zu prüfen, ob da jetzt irgendeine Konfiguration gesetzt ist, die für euch vielleicht relevant ist. Oder wenn ihr PowerShell-Automatisierungen schreibt, die vielleicht auch konfiguriert werden sollen, dann könntet ihr theoretisch jetzt auch YAML-Dateien als Config-Dateien für ein PowerShell-Skript verwenden, wenn ihr das möchtet. Ich würde es persönlich eher nicht so machen, weil ich nicht der größte YAML-Freund bin, aber die Möglichkeit ist da. Und eine Sache, wo ich zum Beispiel YAML verwende, ist, um meine Website, meinen Blog automatisch per GitHub Actions zu bauen. Also die Blogdaten an sich, die lege ich in Markdown-Files an und die werden dann mit Hugo, so nennt sich die Blog-Software, in HTML-Daten übersetzt. Und damit das immer automatisch passiert, wenn ich meine Blogposts hochlade in mein Git-Repository, zum Beispiel bei GitHub, dafür verwende ich dann GitHub Actions und die wiederum werden durch YAML-Files konfiguriert. Das heißt, jetzt haben wir hier auf dem Bildschirm auch ein erstes Beispiel für YAML-Daten. Das soll jetzt kein grundlegendes YAML-Tutorial sein, aber einfach nur, falls ihr es noch nie gesehen habt und trotzdem dieses Video jetzt immer noch guckt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Die Daten können dann hier auch hierarchisch aufgebaut sein, wie zum Beispiel hier on push branches main. Und die Hierarchie, die wird dann hier unter anderem durch bestimmte Anzahl von Leerzeichen dargestellt. Jetzt hier in dieser kompletten Plaintext-Variante ist das vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber wenn man sich das Ganze dann in einem richtigen Code-Editor anguckt, ich bin jetzt hier in Visual Studio Code, da kann man es dann schon besser erkennen durch diese Einrückung hier und kann dann sogar auch Sachen visuell ein- und ausklappen. Das kann aber auch noch mal besser dargestellt werden, also zum Beispiel direkt auf GitHub, wenn ich mir da so eine YAML-File angucke, dann sehe ich hier so die einzelnen Punkte, die nicht wirklich Punkte in der Datei sind, ist da nicht wirklich drin enthalten, sondern das ist jetzt hier nur zur Visualisierung, dass ich sehen kann, ah ja, hier sind 2 Leerzeichen und hier sind 4 und so weiter. Gut, und wenn ich jetzt in irgendeiner Form was mit PowerShell mache und dort auf YAML-Daten zugreifen möchte, dann muss ich mir da jetzt nicht alles nochmal von Grund auf neu aufbauen oder irgendwie komisch mit Regular Expressions arbeiten, um da Texte zu extrahieren oder sonst was, sondern es gibt wie so oft natürlich auch ein PowerShell-Modul, mit dem da gearbeitet werden kann. Und zwar das PowerShell-YAML-Modul. Das ist kostenlos und Open Source, ist auf GitHub verfügbar und kann natürlich auch über die PowerShell Gallery installiert werden und ist da tatsächlich auch, zumindest jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, in den Top 100 Paketen mit drin. Also hier auf Platz Nummer 12 mit den meisten Downloads in den letzten 6 Wochen. 3,5 Millionen Downloads für das PowerShell YAML-Modul. Gut, und wenn man es installieren möchte, dann geht das natürlich über Install Module bzw. Install PS Resource. Und das machen wir dann jetzt ja auch einmal. Und ich bestätige nochmal mit Y für Ja. Und schon ist es installiert. Und ich habe mir das jetzt hier mal so ein bisschen nebeneinander gelegt, sodass wir hier links eine PowerShell-Session haben und rechts nochmal so zum Vergleich die eigentliche YAML-Datei. Ich bin da ein bisschen vor mit meiner Kamera, aber ich glaube, es ist okay, wenn man da jetzt nicht jedes letzte Detail erkennen kann. Und jetzt wollte ich mir als erstes einmal den Inhalt hier von meiner YAML-Datei in eine PowerShell-Variable reinkopieren. Dafür verwende ich den getContent-Befehl und nehme da den kompletten Pfad rein, aber dann noch Bindestrich raw, sodass das dann kein Array ist, wo jede einzelne Zeile ein Eintrag in dem Array ist, sondern ich möchte einen ganzen großen zusammenhängenden String haben. Das heißt, wenn ich jetzt einmal meine YAML-Variable reinschaue, dann ist jetzt hier genau dieser Text drin. Natürlich jetzt nicht so hübsch formatiert, weil es einfach nur in der Konsole ist. Und ein Befehl, den wir jetzt hier verwenden können, ist convert from YAML. Und dann nehme ich meine Variable, wo mein YAML-Code drin steht
und dann kriege ich jetzt hier ein Objekt zurückgeliefert. Und das repräsentiert dann natürlich meinen ursprünglichen YAML-Text. Wenn ich das hier so ein bisschen zusammenklappe, dann sieht man auch, das sind die eigentlichen ersten 3 Hauptbereiche, die ich jetzt hier auch drin hatte. Jobs, Name und On. Wobei die Reihenfolge jetzt hier nicht gleich geblieben ist. Interessant. Um jetzt aber so ein bisschen besser mit dem YAML-Objekt interagieren zu können, speichere ich mir das auch nochmal in eine neue Variable ab. Ich nenne die jetzt einfach mal Objekt, mache den Bildschirm nochmal wieder ein bisschen frei und dann können wir jetzt zum Beispiel uns weitere Untereigenschaften, Unterobjekte, wie auch immer man es jetzt sieht, von dem YAML-Zeug angucken. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte nur den On-Bereich sehen, dann hänge ich einfach Punkt On ran und sehe dann nur den Bereich. Hier gibt es jetzt nur einen Unterbereich, das ist der Push-Bereich, okay. Und da wiederum gibt es den Branches-Bereich mit einer Eigenschaft dann drin, Main. Im Jobs-Bereich wird es dann wieder ein bisschen komplexer, da stehen mehr Daten drin. Also könnte ich jetzt sagen, Object Jobs. Einen Job gibt es jetzt hier nur drin, den Deploy-Job. Und da wiederum gibt es dann zum Beispiel verschiedene Steps nochmal drunter. Die sehen dann jetzt hier vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen zusammengewürfelt aus, aber tatsächlich sind das auch mehrere Eigenschaften. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel mal sagen, ich möchte Count sehen, das sind 4. Und das ist ja definitiv mehr Sachen, die wir hier als die 4 drin haben. Also es werden uns jetzt hier die Untereigenschaften schon so mit angezeigt, aber noch ein bisschen chaotisch. Aber ich kann dann natürlich ganz klassisch PowerShell-mäßig jetzt auch drauf filtern und sagen, ich möchte zum Beispiel sehen, mit Where Object wird gefiltert und per Pipeline, ich möchte den Step sehen, wo der Name Build ist. Also hier geht jetzt hier in der nächsten Zeile weiter einfach. Und dann einmal Enter und dann kriege ich nur das hier zurückgeliefert. Also das entspricht diesem Bereich hier aus YAML. Und vielleicht möchte ich jetzt ja auch irgendwas daran anpassen. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das auf PowerShell-Seite realisieren kann. Zum Beispiel könnte ich mir das in eine zusätzliche Variable reinladen. Ich nenne die einfach mal Build, weil es ist ja der Build-Step. Und dann könnte ich jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel den Namen anpassen und sagen Build with Hugo. Und der Befehl, der dann da ausgeführt werden soll, da sage ich Hugo Minify, aber vielleicht auch noch verbose. Keine Ahnung, ob das jetzt gerade ein echter Befehl bei Hugo ist, aber vorstellbar ist es. Und wenn ich jetzt in die Build-Variable reingucke, dann habe ich hier diesen YAML-Kram geändert. Und das wurde aber tatsächlich auch zurückgeschrieben in mein komplettes YAML-Objekt. Also das steht ja noch in meiner Variable Object drin. Und dort gibt es ja die Untersektion Jobs, und zwar den Deploy-Job. Und wenn wir uns das jetzt hier nochmal angucken, dann sehen wir, ja, okay, da waren ja die Steps, gucken da rein. Und jetzt hier auch schon in der Liste mit den ganzen können wir auch schon sehen, dass jetzt hier Run und Name angepasst sind im Vergleich zu dem, was jetzt ursprünglich drin war. Das ist jetzt aber natürlich nur in meiner PowerShell-Sitzung drin, also ein Objekt, was dort dargestellt wird. Wir gucken uns das einmal an mit getMember. Was ist das eigentlich? Ist einfach eine Hash-Table. Okay. Ich kann jetzt aber auch so ein PowerShell-Objekt, eine Hash-Table oder sonst was nehmen und das dann auch wieder als YAML-Code exportieren. Dafür gibt es natürlich auch ein Commandlet, und zwar convert to YAML. Und dann gebe ich ihm jetzt hier wieder mein Objekt mit. Wenn ich das jetzt so inline hier einfach in der Session, in der PowerShell-Session ausführe, dann wird es natürlich einfach nur hier so wieder zurückgegeben. Aber das kann ich natürlich auch einfach wieder abspeichern, zum Beispiel mit setContent und dann der Pfad zur Datei, in der ich es speichern möchte. Wenn wir uns die dann einmal in Visual Studio Code angucken, sehen wir jetzt hier so im Vergleich, da hat sich ein bisschen was geändert. Jetzt hat sich dadurch auch die Reihenfolge geändert von einigen der Elemente hier. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel war, weil ich bin mir nicht sicher, ob das für diese GitHub-Action jetzt so cool ist, wenn man da die Reihenfolge verändert. Aber so wie ich es jetzt sehe, müsste sie eigentlich noch funktionieren. Habe ich jetzt aber nicht getestet. Weil normalerweise sollte die Reihenfolge in so einer YAML-Datei eigentlich keine Rolle spielen, aber GitHub Actions ist manchmal ein bisschen komisch. Deswegen bisschen aufpassen. Ich denke, das hätten wir wahrscheinlich umgehen können, wenn ich direkt beim Import, beim Convert from YAML, -ordered angegeben hätte, also geordnet. Gucken wir jetzt da einmal nochmal rein. Und jetzt stimmt die Reihenfolge auch so, wie sie ursprünglich in der YAML-Datei war. Erst Name, dann On, dann Jobs. Und wenn wir dann in die Jobs reingucken, dann sieht das für mich auf jeden Fall auch erstmal richtig aus. Okay. Gut, also wenn ihr YAML-Daten bearbeitet, wo die Reihenfolge wichtig ist, dann vielleicht mit ordered importieren.
Das Modul unterstützt natürlich auch noch einiges an weiteren Funktionen. Ich will da jetzt nicht auf jedes kleinste Detail eingehen. Was ich dann gerade noch interessant fand, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, ist, dass YAML nicht immer unbedingt nur dieser Block-Style sein muss, sondern es gibt auch noch einen Flow-Style. Keine Ahnung, wer das benutzt, aber so habe ich noch nie bewusst irgendwo gesehen. Aber wird ja auch unterstützt. Wie dem auch sei, das war alles, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, ihr fandet es interessant oder nützlich. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und weitere PowerShell-Tipps und Beispiele könnt ihr in der Playliste hier finden. Danke fürs Reinschauen, haut rein!